Champions League Entscheidungsspiel für Borussia Dortmund schafft der BVB am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen Inter Mailand am 8. Spieltag wirklich noch den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Alle Prognosen, die mögliche BVB-Startelf und Chancen jetzt hier. Ja, hallo liebe BVB-Fans und Fußballfans. Heute gibt's meine große Champions League Vorschau und Prognose zu Borussia Dortmund gegen Inter Mailand. In diesem Video bekommst du alle wichtigen Infos zum Spiel, die aktuelle Ausgangslage und natürlich die mögliche Dortmund-Aufstellung von Trainer Niko Kovac. Ja, wie tippst du dieses Champions League-Spiel? Gewinnt Dortmund oder ab damit in die Kommentare? Wenn dir meine BVB-Prognose gefällt, lass gerne einen Daumen hoch da, abonniere Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke, damit du auch kein Dortmund-Video mehr verpasst. Bevor wir gleich ausführlich über die mögliche BVB-Startelf sprechen, schauen wir uns noch ein paar richtig spannende Fakten zu Borussia Dortmund gegen Inter Mailand an. Also unbedingt dranbleiben. Schauen wir uns jetzt mal die aktuelle Champions League-Tabelle an und die ist aus BVB-Sicht richtig spannend. Borussia Dortmund steht hier aktuell bei 11 Punkten mit einer Tordifferenz von +4 auf Platz 16. Das bedeutet nur 2 Punkte Rückstand auf Rang 8. Und genau dieser Platz würde den direkten Einzug in Champions League Achtelfinale bedeuten. Ganz wichtig für alle BVB-Fans, die Playoff-Spiele zum Erreichen des Achtelfinals hat Borussia Dortmund vor dem Spiel jetzt gegen Inter Mailand bereits sicher. Aber klar ist auch, das Team von Trainer Niko Kovac muss dieses Heimspiel gegen Inter Mailand unbedingt gewinnen, wenn der BVB überhaupt noch realistische Chancen auf Platz 8 oder besser haben will. Denn auch der Gegner Inter Mailand steht mit 12 Punkten aktuell auf Platz 14 und kann mit einem Sieg hier in Dortmund ebenfalls noch in die Top 8 springen. Heißt ganz klar auch, Inter will und muss dieses Spiel ebenfalls gewinnen. Für den BVB wäre es außerdem enorm wichtig, gegen Inter kein Gegentor zu kassieren. Denn die Tordifferenz wird am Ende bei der Tabellenabrechnung eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also von der ersten Minute an volle Konzentration, kämpfen bis zur letzten Spielminute. Und dann ist ein Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Inter Mailand absolut machbar. Auch wenn nicht einfach, auch ganz klar. Es wäre bisher sogar eine sehr gute Champions League-Saison gewesen, wenn man das Heimspiel gegen Bodo Glimt gewonnen hätte. Denn dann stünde der BVB wegen der besseren Tordifferenz in der Tabelle jetzt punktgleich auf den Plätzen 8 bis 11. Dass der BVB aber auch jetzt zu Hause gegen Inter Mailand gewinnen kann, haben sie bereits am ersten Spieltag beim spektakulären 4:4 bei Juventus Turin gezeigt. Denn auch dieses Spiel in Turin hätte Borussia Dortmund nach einer 4:2 Führung eigentlich gewinnen müssen. Und jetzt treffen in diesem Champions League Spiel der aktuelle Zweite der Bundesliga auf den Tabellenführer der Serie A. Also das wird ein absolutes Topspiel im Signal Iduna Park. Inter Mailand spielt aktuell eine überragende Saison in der heimischen Liga. In der Champions League hingegen lief es in den letzten 3 Spielen überhaupt nicht gut. Das sehen wir hier auch gerade ganz klar, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass die Gegner mit Atletico Madrid, dem FC Liverpool und Arsenal London natürlich absolute Top-Teams waren. Aber genau diese Ergebnisse zeigen auch, der BVB kann Inter Mailand zu Hause auf jeden Fall schlagen. Trotz dieser 3 Niederlagen in der Champions League darf man Inter Mailand auf keinen Fall unterschätzen. Denn in der Serie A steht Inter mit 6 Punkten Vorsprung souverän auf Platz 1. Zuletzt gewann Inter am Freitag gegen den Tabellen 19. Nach einem aber zwischenzeitlichen 0:2 Rückstand noch mit 6:2. Das war bereits der 9. Sieg aus den letzten 10 Ligaspielen. Dazu kommt noch ein Unentschieden. Damit ist Inter seit 10 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. In diesem Zeitraum kassierte man nur 6 Gegentore, erzielte aber selbst starke 24 Treffer.
Mit insgesamt 50 Ligatoren stellt Inter Mailand aktuell mit Abstand die beste Offensive der Serie A und gleichzeitig dazu eine sehr stabile Abwehr. Also wie gesagt, Borussia Dortmund muss von der ersten Spielminute an hochkonzentriert, wach und voll da sein. Natürlich weiß Inter Mailand aber auch, wie stark Dortmund aktuell ist. Denn ja, der BVB ist seit 12 Ligaspielen auch ohne Niederlage. In dieser Zeit holte man 8 Siege und 4 Unentschieden. Dazu konnte man die letzten 3 Bundesligaspiele in Folge mit einem Torverhältnis von 9:2 Toren gewinnen. So, bevor wir gleich zur möglichen Startelf von Trainer Niko Kovac kommen, schauen wir uns noch die gefährlichsten Torschützen beider Teams in der aktuellen Champions League-Saison an. Der BVB hat in seinen bisherigen 7 Champions League-Spielen insgesamt 19 Tore erzielt. Das sind zusammen mit Real Madrid die drittmeisten Treffer aller Teams in dieser Champions League-Saison. Inter Mailand kommt im Vergleich dazu bislang auf 13 Tore. Beim BVB sieht man ganz klar, wie stark diese Offensive sein kann, wenn man konzentriert bleibt und die eigenen Torchancen auch konsequent nutzt. Gerade ein Julian Brandt mit seinem extrem wichtigen Doppelpack beim 2:2 Unentschieden gegen Bodo Glimt oder auch Guirassy mit 2 Treffern zu Hause gegen den FC Villarreal zeigen, welches Offensivpotenzial Borussia Dortmund hat. Mit Spielern wie Adeyemi, Brandt, Guirassy, Fabio Silva oder auch Maximilian Bayer, auch wenn Bayer bislang noch kein Tor erzielt hat, verfügt die BVB-Offensive über eine richtig starke Truppe. Entscheidend wird aber sein, der BVB muss seine erspielten Torchancen endlich effizient nutzen. Bei Inter Mailand ist es natürlich auch vor allem Lautaro Martinez, der in der Champions League bislang 4 Treffer erzielt hat und in der Serie A sogar mit 12 Toren die Torjägerliste anführt. Dazu kommt Marcus Thuram, ja, den kennt man noch aus Gladbacher Zeiten, und besonders auffällig in den letzten Wochen Linksverteidiger bzw. linker Mittelfeldspieler Federico Di Marco. Er kommt in den letzten 5 Ligaspielen auf 3 Tore und 2 Vorlagen, also schon starke Werte. Also ja, Inter Mailand kann auch jederzeit Tore erzielen und steht dazu noch stabil in der Defensive. So, liebe Dortmund-Fans, jetzt schauen wir uns die mögliche Startelf von Trainer Niko Kovac für das Champions League-Spiel gegen Inter Mailand an. Und das hier wäre jetzt meine BVB-Startelf für das Spiel gegen Inter, mit insgesamt 3 Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel bei Union Berlin. Da Svensson ja wegen seiner roten Karte ausfällt, würde ich Rami Bensebaini auf die linke Schienenposition stellen. Diese Rolle hat er bereits gegen Bodo Glimt ebenfalls gespielt. Die Abwehr würde ich ansonsten auf jeden Fall so lassen, heißt ganz klar Gregor Kobel im Tor natürlich, davor Nico Schlotterbeck, Emre Can bzw. Waldemar Anton. Diese Abwehr ist eingespielt und genau das ist so in einem Quasi-Finale gegen so einen starken Gegner wie Inter Mailand extrem wichtig. Nicht umsonst stellt der BVB mit nur 17 Gegentoren die aktuell zweitbeste Abwehr in der Bundesliga. Natürlich hat Niko Kovac mit Anselminho noch einen sehr starken Verteidiger in der Hinterhand, aber wenn überhaupt und das abhängig vom Spielverlauf oder Spielstand, würde ich Anselminho erst in der zweiten Halbzeit bringen. Ob Süle nach seinem Rückenproblem wieder einsatzbereit ist, das muss man auch noch abwarten. Deshalb gehe ich stark davon aus, dass Niko Kovac gerade in der Abwehr nichts verändern wird. Im Mittelfeld, abgesehen halt von Bensebaini, würde ich im Vergleich zum Unionsspielen auch nichts ändern. In der BVB-Zentrale auf jeden Fall Felix Mensah. Für mich der beste Dortmunder mit Gregor Kobel in der aktuellen Saison. 2 Bundesligatore, 3 Treffer in der Champions League und dazu auch schon 3 Torvorlagen in der Liga, also absolute Topwerte. Daneben würde ich weiter auf Job Bellingham setzen. Er war in den letzten 4 BVB-Spielen, egal ob Bundesliga oder Champions League, von Niko Kovac gesetzt. Dazu kommen 2 Vorlagen in den letzten 3 Bundesligaspielen, unter anderem beim 13:0-Treffer von Maximilian Bayer. Auf der rechten Seite würde ich ebenfalls auf Julian Ryerson setzen. Er ist defensiv deutlich stärker als Couto und hat in den letzten 4 Bundesligaspielen immerhin 3 Tore vorbereitet.
Für mich daher ganz klar gesetzt gegen Inter Mailand. In der Offensive würde ich natürlich auf Julian Brandt setzen. Er muss einfach spielen. In seinen letzten 6 Startelf-Einsätzen hat er 5 Tore erzielt. Brandt ist ein Spieler, der, wenn er einen guten Tag erwischt, ein Spiel alleine entscheiden oder wichtige Tore vorbereiten kann. An seiner Seite dann Karim Adeyemi. 5 Bundesliga-Tore, 2 Treffer in der Champions League und insgesamt 4 Torvorlagen. Auch er ist ein Spieler, der Spiele alleine entscheiden kann. Deshalb will ich auch Guirassy von Anfang an spielen lassen. In 7 Champions League Spielen stand er 6-mal in der Startelf, nur beim 2:2 gegen Bodo Glimt nicht. Dabei erzielte Guirassy 3 Tore und bereitete 3 weitere Treffer vor. Also auch schon sehr gute Werte. Also ja, liebe BVB-Fans, das hier wäre meine mögliche und meiner Meinung nach sehr starke Startelf für das Spiel gegen Inter Mailand. Zusätzlich hat Trainer Niko Kovac mit Chukwuemeka noch einen sehr variablen Spieler fürs Mittelfeld auf der Bank. Klar, man könnte auch mit Fabio Silva als hängende Spitze statt Adeyemi beginnen. Ich persönlich würde ihn aber lieber als Joker für die zweite Hälfte bringen. Wenn Borussia Dortmund so auftritt wie am ersten Spieltag gegen Juventus Turin, die Inter-Abwehr so oft wie es geht unter Druck zu setzen, denn dann genau machen auch sie Fehler und die letzten 3 Niederlagen von Inter in der Champions League kommen schließlich nicht von ungefähr. Wichtig ist aber auch, die komplette Dortmunder Mannschaft muss in diesem Spiel defensiv mitarbeiten. Und gerade mit Nico Schlotterbeck auch mal schnelle, vertikale Bälle aus der Abwehr spielen. Am besten, ja, auf Karim Adeyemi mit seiner enormen Schnelligkeit. Und das Allerwichtigste, gerade gegen italienische Teams, du musst deine Torchancen eiskalt nutzen. So wie es der BVB gegen Juventus Turin getan hat. Laut Kicker.de hatte Dortmund dort nur 10 Torschüsse, aber 4 Tore erzielt. Effizienter geht es fast gar nicht mehr. Also BVB, holt euch diesen Heimsieg jetzt gegen Inter Mailand und wenn möglich ohne Gegentor. Dann ist, je nach Ergebnissen natürlich der anderen Spiele, vielleicht doch noch der Sprung unter die Top 8 der Champions League Tabelle drinne. Und das würde bedeuten, direkter Einzug ins Achtelfinale. Jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Wie würdest du den BVB gegen Inter aufstellen und wie lautet dein Champions League Tipp für dieses Spiel? Ab damit in die Kommentare. Also dann, Daumen drücken am Mittwoch, bleibt sportlich und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.